Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Battle of AI, endlich wieder. Wir haben jetzt sehr, sehr lange gebraucht und ich möchte euch nachher noch kurz, nachdem ich die grundlegenden Sachen erstmal erklärt habe, möchte ich euch auch noch erzählen, warum wir so lange gebraucht haben. So, ganz kurz zum Battle an sich. Was ihr hier seht, ist der Spielplan. Das heißt, wir haben als erstes mal, wie beim Fußball eigentlich auch oder beim E-Sports oder eigentlich überall, haben wir eine Gruppenphase. Dann haben wir Viertelfinale, Halbfinale und Finale und natürlich Spiel um Platz 3. So, in der Gruppenphase werden einfach alle KIs gegeneinander antreten. Das heißt, zum Beispiel in der ersten Gruppe wird Carry gegen Gigatai, gegen Tornado und gegen Escort spielen. Also jede KI wird 3 Spiele durchführen und dabei jeweils für einen Sieg 3 Punkte bekommen, für eine Niederlage keinen und für ein Unentschieden, was in der Gruppenphase tatsächlich auch noch möglich ist, überhaupt nur einen Punkt bekommen, also als Ganzes dann. So, und dadurch kann man natürlich bis zu insgesamt 9 Punkten bekommen, aber man kann natürlich auch 0 Punkte bekommen und je nachdem, wer die meisten Punkte hat, der wird aufsteigen. Der erste spielt dann eben im Viertelfinale gegen den zweiten aus dieser Gruppe und der erste aus dieser Gruppe spielt gegen den zweiten aus dieser Gruppe. Der Gewinner zieht ins Halbfinale ein und die Gewinner aus den beiden Halbfinalen ziehen ins Finale ein. Hier natürlich dann genau analog. Ja, dürfte eigentlich ganz klar sein soweit. Wir möchten euch ganz herzlich alle dazu einladen zu kommen. Das heißt, ihr könnt, unten ist ein Link in der Beschreibung wieder mal. Und zwar wird das Ganze wieder im virtuellen Hörsaal stattfinden. Entschuldigung. Und wir wollen auch dort dann wieder, ja, sozusagen das Ganze live machen, aber auch aufzeichnen. Und ich werde es natürlich auch als Aufzeichnung dann auf YouTube wieder hochladen. Ihr könnt natürlich aber trotzdem sehr, sehr, sehr gerne live dabei sein. Warum mache ich das Ganze nicht einfach als Livestreaming und warum bin ich der Vitruvius Hochschule so mega dankbar, dass sie uns diesen Hörsaal stellen? Naja, Problem ist folgendes in Deutschland. Danke Deutschland an der Stelle. Wenn man wenn potenziell mehr als 500 Leute dabei sein können, es geht nicht darum, ob mehr dabei sind, sondern es geht um das Können. Dann zählt das Ganze als öffentlicher Livestream und dann braucht man eine Rundfunklizenz oder man könnte angeklagt werden. Und da ich tatsächlich mit YouTube nicht so viel verdiene, dass ich mir so einen Anwalt leisten könnte, möchte ich tatsächlich lieber nicht angeklagt werden und deswegen wird das Ganze im virtuellen Hörsaal stattfinden, wo maximal, soweit ich weiß, 100 Leute teilnehmen können. Mehr können tatsächlich einfach nicht in den Raum rein. So sind wir auf jeden Fall entfernt von dieser Grenze. Achtet bitte darauf, dass wir mehrere Plätze reserviert haben. Das heißt, ihr solltet relativ früh schon fast da sein, weil natürlich die Erschaffer von den KIs, die sind absolut herzlich dazu eingeladen, auch natürlich teilzunehmen, klar, macht Sinn, aber die dürfen auch ganz gerne ein bisschen was sagen dazu. Das heißt, sie können zum Beispiel erklären, hey, meine KI hat das und das gemacht, meine KI verfolgt dieses Ziel oder ja, macht eben folgende Dinge und da ist es natürlich dann auch wirklich eigentlich mehr so ein Vorstellen von den KIs natürlich auch, denn es wird nicht nur um diese Battles an sich gehen, sondern es wird wirklich auch um die KIs an sich gehen. Also wie ist man da dran gegangen, was kann jetzt diese KI? Ich habe verschiedenste Techniken gesehen, ich habe zum Beispiel auch Multithreading in manchen gesehen, ich habe welche gesehen, die bewerten Züge und führen dann eben den Zug mit der höchsten Bewertung aus. Manche bauen sich sogar einen Baum auf, soweit ich das richtig gelesen habe. Ich finde es mega spannend und ja, ich kann auch wirklich nur sagen, die Battles werden echt heftig werden und es wird richtig spannend werden, bin ich absolut davon überzeugt. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ja, wir werden uns dann am Mittwoch, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, am Mittwoch um 18 Uhr treffen und ihr seid dann natürlich alle herzlich eingeladen. Wie gesagt, für die, die nicht können, ist nicht so schlimm, Livestream wird es auch geben. Ihr müsst natürlich auch nichts zu eurer KI sagen, also das heißt, ihr könnt auch kommen, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas dazu zu sagen oder wenn ihr irgendwie kein Mikro habt oder sowas. Für die Leute, die was dazu sagen wollen, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass sie ihr Mikro auf jeden Fall funktionsfähig haben und natürlich Lautsprecher sind auch recht sinnvoll oder halt zumindest Kopfhörer. Aber Mikro ist in dem Fall tatsächlich das Wichtigste, also da vielleicht drauf achten. Und ja, jetzt möchte ich noch ganz kurz sagen, warum wir so lange gewartet haben. Also Abgabe war ja schon im Juni und jetzt haben wir fast Ende August. Wir haben tatsächlich oder besser gesagt, einer aus der Community hat an einem Projekt gearbeitet, das Ding nannte sich Game Master. Der Game Master war folgendes, es war ein Server und ihr konntet quasi bei euch lokal die KI ausführen, die hat sich dann mit dem Server verbunden, hat auf ein Spiel gewartet und dann konnten eben 2 KIs immer gegeneinander spielen. Das war ziemlich cool, oder zumindest so war der Plan, das sollte so sein, dass man sozusagen
immer einfach seine KI einwählen kann und dann kann die einfach die ganze Zeit irgendwie spielen. Dann gibt es eine Bestenliste, es gibt Kings oder sowas, es gibt verschiedene Spielmodi, teilweise sogar vielleicht. Und es kann natürlich auch sehr, sehr leicht ausgewechselt werden. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine Core-AI haben, sondern man kann auch zum Beispiel eine Tic-Tac-Toe-AI spielen lassen, ohne irgendwie großen Aufwand. Also das ganze Ding war sehr modular aufgebaut und so war zumindest der Plan. Das Problem war jetzt am Ende, dass wirklich das Ganze als Community-Projekt geplant war und ich auch Leuten, die freiwillig ein Community-Projekt starten, will ich keinen Zeitdruck oder sowas machen. Ich lasse die machen, solange wie sie eben brauchen. Und wenn man natürlich noch irgendwie einen Job hat oder Schule oder sonst irgendwas oder Studium, dann dauert sowas natürlich. Und ja, wenn das dann das erste große Projekt ist, dann gibt es auch vielleicht noch Verbesserungsvorschläge. Man ist selber nicht ganz zufrieden und am Ende hat derjenige sich dazu entschlossen, er will das ganze Ding lieber neu schreiben, weil es irgendwie nicht ganz stabil gelaufen ist und weil er einfach so viel in der Zeit gelernt hat übers Programmieren, dass er gesagt hat, Mensch, der Code, den ich am Anfang geschrieben habe, der ist irgendwie nicht so geil, wie ich das eigentlich gerne hätte. Also er hat quasi seine eigenen Ansprüche, waren zu hoch an dieses Ding. Muss man sich auch mal überlegen, ist ein riesiger Schritt, finde ich auch mega gut. Lieber dann noch ein zweites Mal programmieren, weil man dabei so viel gelernt hat. Finde ich eine super Sache und ja, ich unterstütze das natürlich voll. Aber das ist der Grund, warum wir jetzt erstmal so lange gewartet haben und zweitens jetzt auch tatsächlich keinen Server zur Verfügung stellen, noch nicht, aber das Ganze wird auf jeden Fall noch kommen, das heißt, ihr könnt weiterhin fleißig an euren KIs schreiben und ihr könnt auch weiterhin das Forum natürlich verfolgen und dort wird auch natürlich dann noch mehr, werden noch mehr Spiele veröffentlicht, die werden dann auch noch irgendwie natürlich dort integriert und irgendwann wird es diesen wunderbaren Server geben und ja, ich werde euch da natürlich dann einfach auf dem Laufenden halten. Gut, aber fürs Erste, das ist der Spielplan. Ihr seid, wie gesagt, alle herzlich eingeladen und wir können uns dann auch ganz gerne die KIs sogar im Code angucken, je nachdem, wie viel ihr bereit seid. Ich werde keine KI zeigen oder den Code von keiner KI zeigen, von der der Autor nicht da ist. Das heißt, wenn ihr wollt, dass euer Code gezeigt wird, dann solltet ihr auch wirklich selber da sein. Warum ich das nicht mache? Ganz einfach, ich möchte dem Autor irgendwie nichts wegnehmen. Der darf ganz von sich aus entscheiden, wie er das Ganze machen möchte. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Bock drauf wie ich. Wir hören uns dann am Mittwoch. Ich freue mich drauf und bis dann. Ciao.